Moin und herzlich willkommen zu meinem Erklärvideo für die normalen Strategien im verlorenen Paradies. Dieses Video ist für diejenigen gedacht, die sich weitere Kenntnisse aneignen und die Mechaniken im Übergriff genauer lernen möchten. Hier geht es nun um den Tanker und worauf du in diesem Bereich achten musst. Zuerst ein paar Vorbemerkungen zum Spielbereich. Der Tanker, den wir beschützen müssen, steht in der Mitte des Spielfeldes. Um den Tanker herum gibt es verschiedene Spawnpunkte für die Ads. Es werden auch Chungas mit Minigun und Flammenwerfer sowie Sniper und Schildträger spawnen. Besonders wichtig ist es, die Chungas mit der Minigun und die Sniper so schnell wie möglich zu killen. Die Chungas und auch die Sniper versuchen nämlich, den Tanker zu zerstören. Die restlichen Ads und die Drohnen kümmern sich nicht um den Tanker. Damit wir als Team so effektiv wie möglich die Ads killen können, gibt es folgende Positionen zu besetzen. Oben links und oben rechts, egal welche Strategie verwendet wird. Dann gibt es noch den mittleren unteren Bereich, der je nach Variante noch in unten links und unten rechts aufgeteilt wird. Jede Position überwacht die Spawnpunkte im eigenen Bereich und versucht dort, die Ads so schnell wie möglich zu killen. Allgemein gibt es immer 2 Spawnpunkte pro Teammitglied. Auf der rechten Seite kann die Position unten rechts je nach Strategie entweder die beiden Gullideckel oder den hinteren Gullideckel und die Containertür überwachen. Oben rechts übernimmt dann die obere Tür und den vorderen Gullideckel oder die obere Tür und die Containertür. Unten links übernimmt den mittleren Gullideckel und die Tür links. Oben links übernimmt die beiden oberen Türen. Sobald das Rädchen am Tanker gedreht wird, beginnen die Ad-Spawns. Besonders wichtig ist es nun, die Stürmer-Stacks mit einer Schrotflinte so schnell wie möglich voll zu bekommen. Dazu stellen sich die Spieler an verschiedene Punkte und stacken sich hoch. Dann kann auf die Primärwaffe gewechselt werden. Die Ad-Wellen folgen, wenn die Ads schnell gekillt werden, so dicht aufeinander, dass du deine Stürmer-Stacks leicht hochhalten kannst. Außerdem spawnen viele Ads immer gegenüberliegend. Wenn zum Beispiel aus einer Tür Ads herausgekommen sind, dann dreh dich um und prüfe, ob aus dem gegenüberliegenden Spawnpunkt die nächste Ad-Welle spawnt. Damit wir die einzelnen Spawnpunkte optimal abdecken und die Drohnenwelle gut meistern, gibt es beim Tanker 2 Varianten, die hauptsächlich genutzt werden. Variante 1: 3 Damage-Dealer, 1 Heiler. Bei dieser Variante gibt es 3 Teammitglieder, die ein Stürmerbild anhaben. Ob du mit Schild spielst oder nicht, bleibt dir überlassen. Aber als Fertigkeit benötigen wir pro Seite mindestens einen Jammer oder eine EMP-Haftgranate für die Drohnen. Je ein Teammitglied deckt den Bereich oben links und oben rechts ab. Aber beide Spieler helfen auch ein bisschen im unteren Bereich mit. Und das letzte Teammitglied killt alle Ads im unteren Bereich auf beiden Seiten. Der Heiler kann auf das Holzpodest gehen und von dort Heilung verteilen. Der Wiederherstellerhive kann unten in der Mitte auf die Kisten gelegt werden. Der Heiler startet dann die Mechanik, indem er das Rädchen am Tanker dreht. Dann geht er auf das Holzpodest und kann von dort mit der Scorpio die Ads anschießen und gegebenenfalls schocken, damit die Damage-Dealer die Ads leichter killen können. Die anderen Teammitglieder stacken dann ihre Stürmer-Sets hoch und kümmern sich um die Ads. Bei der Drohnenwelle gibt es wiederum 2 Möglichkeiten, wie die Drohnen am besten zerstört werden können.
Entweder bleiben alle auf Position, es wird das erste Mal gejammt und die erste Drohne auf jeder Seite wird zerstört. Danach kommt eine Überladung, sodass der Cooldown der Fertigkeiten zurückgesetzt wird und man den Jammer erneut verwenden kann. Nun wird die zweite Drohne auf jeder Seite gejammt und ebenfalls zerstört. Danach geht es mit den nächsten Add-Wellen weiter. Alternativ kann man auch zum Beispiel in den Eingangsbereich zurückgehen und dort auf die Drohnen warten. Sobald die ersten Drohnen dicht genug an den Eingang geflogen sind, wird das erste Mal gejammt und die Drohnen, die am dichtesten dran sind, werden zerstört. Dann kommt ebenfalls eine Überladung und mit dem zweiten Jammer werden die restlichen Drohnen gestört und dann gekillt. Spielvariante 2 beim Tanker, 4 Damage-Dealer. Hier haben alle 4 Teammitglieder ein Stürmerbild an. Mit 4 Damage-Dealern können die einzelnen Spawnpunkte noch besser abgedeckt werden. Es gibt hier nun die Positionen oben links und oben rechts, sowie unten links und unten rechts. Der Spieler auf der Position unten rechts startet die Mechanik, sobald die übrigen Teammitglieder auf ihren Positionen sind. Dann stacken sich alle Spieler an ihren ersten Adds hoch. Danach killen sie alle Add-Wellen in ihren Bereichen. Kleiner Tipp: Wenn du den Schildträgern auf die Füße schießt, stolpern sie und nehmen das Schild runter. Alternativ kannst du auch einen Haken schlagen, damit sie sich umdrehen und du sie von der Seite killen kannst. Bei der Drohnenwelle teilen sich die Spieler so auf, dass hier links und rechts 2 Personen mit Jammer oder EMP-Haftgranate stehen. Da es nun keine Überladung gibt, muss man sich vorher kurz abstimmen, wer zu welchem Zeitpunkt den Jammer oder die Haftgranate benutzt. Bewährt hat sich folgende Aufteilung. Wenn die Drohnen in der Mitte spawnen, nutzen zuerst die Spieler von unten ihren Jammer, da sie oft bereits dort stehen, wo die Drohnen dann spawnen. Wenn die Drohnen im hinteren Bereich spawnen, dann nutzen zuerst die Spieler von oben ihren Jammer und als zweites dann der Spieler von unten auf der jeweiligen Seite. Jede andere Absprache ist natürlich auch in Ordnung. Hauptsache, jeder weiß, wann wer an der Reihe ist, die Drohnen zu stören. Nach der Drohnenwelle gibt es noch ein paar Adds, Chungas und Sniper, die gekillt werden müssen. Dann ist der Tanker geschafft. Nun geht es wieder ins Gebäude hinein, aber aufgepasst. Hier erscheint der erste benannte Gegner Moss. Die Bosszählung beginnt allgemein erst mit dem Feuerboss Wright, sodass Moss nicht als eigenständiger Boss gewertet wird. Dennoch kann Moss ziemlich knifflig sein. Wenn der Tanker im Verlauf des Kampfes bereits sehr viel Schaden genommen hat, könnte Moss den Tanker immer noch zerstören und damit die Gruppe wipen. Also muss es nach Abschluss des Tankers schnell gehen, damit man nicht so viele Stürmer-Stacks verliert. Wenn der Tanker noch genügend Lebensenergie hat, läuft ein Damage-Dealer direkt ins Gebäude, stellt sich hinter Moss und killt ihn. Hat der Tanker bereits viel Schaden genommen, rüstet ein Spieler schnell ein Tankbild mit großem Bollwerkschild aus. Auf ein Kommando stellt sich der Tank vor die Tür und 1 oder 2 Damage-Dealer laufen wieder direkt ins Gebäude und killen Moss.
Das Bollwerkschild schützt dann sozusagen den Tanker und verhindert eine Explosion. Damn it, we missed one. Hostiles headed for the truck. Stop that cleaner. Sorry about that. You should be clear now. Head through the gate. Eine besonders schnelle Variante, Moss zu killen, ist ein Stürmer-Headshot-Bild. Einfach darauf achten, dass das Holster geladen ist, hinter Moss stellen und auf den Schwachpunkt schießen. Mit einem Schuss ist der Gegner dann weg und es kann weitergehen. Damn it, we missed one. Wenn du das Sammelobjekt aus dem verschlossenen Raum brauchst, vergiss nicht, den Schlüssel für den Raum mitzunehmen. Sorry about that. You should be clear now. Head through the gate. Auf dem Weg zu Boss 1, Wright, warten noch ein Chunker und ein paar Ads, die gekillt werden müssen. Falls du auch noch das Sammelobjekt und das Buchartefakt benötigst, nimm beides auf jeden Fall noch mit, bevor wir zum Boss laufen. Hey. It's back again. You found the light. Welche Aufteilung und Strategien es beim ersten Boss gibt und worauf du achten solltest, erfährst du in meinem nächsten Video. Pull on the book to open the secret entrance. Solltest du weitere Fragen haben, hinterlasse mir deine Frage gerne als Kommentar oder schreibe mir eine Nachricht. Hurry and find those civvies before Viel Spaß im Übergriff und bis zum nächsten Mal.